Hallo und willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Heute geht es darum, wie du als Sprachlernerin oder Sprachlerner selbstbewusster wirst, wenn du Gespräche mit Menschen aus anderen Ländern anfängst. Ja, ein super wichtiges Thema. Und wir stützen uns dabei ja auf diese detaillierte Analyse, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Genau. Wir schauen uns heute an die Vorbereitung, das kulturelle Bewusstsein, verschiedene Gesprächsstrategien und auch, was man nach so einem Gespräch machen kann. Das Ziel ist ja, dir ganz praktische Werkzeuge an die Hand zu geben, oder? Richtig. Damit du dich sicherer fühlst. Okay, lass uns das mal auspacken. Fangen wir mit der Vorbereitung an. Das ist ja oft die halbe Miete für das Selbstvertrauen, stimmt's? Absolut. Ohne eine gewisse Basis fühlt man sich schnell verloren. Ja, sprachlich meine ich da erstmal so die Basics. Also Begrüßungen, Hallo, wie geht's, sich vorstellen können, mein Name ist und natürlich Höflichkeitsfloskeln wie Danke oder Entschuldigen Sie. Die Grundausstattung sozusagen. Und dann vielleicht noch ein paar Sätze zu so allgemeinen Themen parat haben. Wetter geht ja fast immer. Aber auch Hobbys, Reisen, Essen. Vielleicht sowas wie, was machst du gerne in deiner Freizeit? Das lockert auf. Und ganz wichtig, was auch in der Analyse betont wird, die Aussprache üben. Vielleicht mit Audioaufnahmen oder Sprachlern-Apps. Ja, damit man sich nicht nur traut, was zu sagen, sondern auch verstanden wird. Aber es geht ja nicht nur um die Worte, oder? Die psychologische Seite ist mindestens genauso wichtig. Ganz genau. Da kommt dieses Wachstumsdenken, das Growth Mindset, ins Spiel. Also die Einstellung, dass man lernen und sich verbessern kann. Fehler sind okay sozusagen. Mehr als das. Fehler sind Chancen zu lernen. Das muss man sich immer wieder klar machen. Muttersprachler finden es oft total sympathisch, wenn jemand sich bemüht, auch wenn nicht jeder Satz perfekt ist. Das nimmt sicher viel Druck raus. Diese Angst, sich zu blamieren oder verurteilt zu werden, die ist ja weit verbreitet. Ja, und da hilft es, sich auf die Verbindung zu konzentrieren, auf den Austausch, nicht auf die fehlerfreie Performance. Und sich realistische Ziele setzen. Vielleicht erstmal nur ein kurzes Gespräch führen. Ein kleiner Erfolg ist besser als gar keiner. Richtig. Und was auch helfen kann, sich das Gespräch vorher mal positiv vorstellen, mental durchgehen, wie es gut laufen könnte. Okay, also sprachlich und mental vorbereitet sein, das leuchtet ein. Das führt uns dann ja auch schon zum nächsten Punkt, dem kulturellen Bewusstsein. Ja, denn Sprache findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Kultur prägt enorm, wie wir kommunizieren. Die Analyse nennt da Beispiele, wie direkt oder indirekt man kommuniziert. Also in den USA fragt man vielleicht direkt nach dem Lieblingsreiseziel. Ja, während man in Japan vielleicht eher erstmal über das Wetter spricht, bevor es persönlicher wird. Das ist ein klassisches Beispiel. Oder der persönliche Raum, wie nah man sich kommt. In Lateinamerika ist das oft weniger distanziert als, sagen wir, in Nordeuropa. Stimmt. Und auch Tabuthemen sollte man kennen. Also Politik, Religion, Gehalt, da ist oft Vorsicht geboten, je nachdem, wo man ist. Was macht man da am besten, wenn man unsicher ist? Man kann ja nicht alle kulturellen Regeln der Welt kennen. Nein, natürlich nicht. Aber man kann sensibel sein und beobachten. Wie begrüßen sich die Leute? Gibt's einen Händedruck, ein Lächeln, eine Verbeugung wie der Wai in Thailand? Also Augen auf und anpassen. Genau. Und wenn wir das in den größeren Zusammenhang stellen, geht es ja darum, eine gute Beziehung, einen Rapport aufzubauen. Dazu gehört auch, beim Humor vorsichtig zu sein. Der ist oft sehr, sehr kulturspezifisch. Oh ja, da kann man schnell mal reinrutschen. Eben. Besser ist aktives Zuhören. Zeigen, dass man dabei ist. Nicken, Blickkontakt halten, aber auch da aufpassen, dass es nicht überall gleich intensiv erwünscht. Und vielleicht mal nachfragen, um sicherzugehen, dass man es richtig verstanden hat. Sowas wie, du meinst also, du wanderst gern? Perfekt. Das zeigt Interesse und hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Und wenn doch mal was Kulturelles schief geht, kann ja passieren. Was dann? Ehrlich entschuldigen. Oft reicht ein einfaches Oh, Entschuldigung, das war mir nicht bewusst oder das wusste ich nicht, tut mir leid. Ehrlichkeit und die Bereitschaft zu lernen werden meistens geschätzt. Flexibel bleiben, beobachten, sensibel sein, das sind gute Stichworte. Kommen wir mal zu den ganz konkreten Strategien im Gespräch selbst. Wie fängt man denn nun an? Der erste Satz ist ja oft der schwerste. Ja, die Eisbrecher. Die Analyse schlägt ein paar gute, einfache Dinge vor. Ein ehrliches Kompliment zum Beispiel. Ich mag Ihren Akzent. Woher kommen Sie denn? Natürlich nur, wenn es authentisch ist.
Oder auf den Kontext beziehen, oder? Dieser Kaffee hier ist wirklich gut, finden Sie nicht auch, wenn man im selben Café sitzt? Genau. Gemeinsamkeiten suchen. Oder offene Fragen stellen. Also keine Ja-Nein-Fragen, sondern solche, die eine längere Antwort erfordern. Was hat Sie heute hierher geführt? Oder was gefällt Ihnen an dieser Stadt? Okay, das Eis ist gebrochen und dann. Wie hält man das Gespräch am Laufen, damit es nicht nach 2 Sätzen wieder vorbei ist oder sich wie ein Interview anhört? Da gibt es eine nette Methode, die Ford-Methode. Die steht für Familie, Occupation, Beruf, Recreation, Freizeit und Dreams, Träume. Das sind relativ sichere Themenfelder. Also Fragen wie, was machen Sie beruflich oder haben Sie Familie hier oder was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Zum Beispiel. Aber ganz wichtig dabei, wirklich zuhören. Nicht nur die nächste Frage im Kopf haben, sondern auf das Gesagte eingehen, nachhaken. Ah ja, wenn jemand sagt, ich fahre gern Ski, dann fragen, oh spannend, wo fahren Sie denn am liebsten Ski? Genau das. Das zeigt echtes Interesse. Und es geht um Balance. Manchmal hört man von der 70-30-Regel. 70% der Zeit zuhören, 30% selbst reden. Das klingt nach einer guten Richtlinie, um nicht zu viel oder zu wenig zu sagen. Aber was ist, wenn einem die Worte fehlen? Sprachliche Hürden gibt's ja immer mal. Klar, da hilft es, höflich nachzufragen. Entschuldigung, könnten Sie das bitte wiederholen? Oder ich habe das nicht ganz verstanden. Keine Schande. Man kann auch bitten, langsamer zu sprechen. Oder selbst versuchen, einfachere Worte zu benutzen. Ja, absolut. Und nonverbale Kommunikation nicht vergessen. Lächeln, Gesten, das kann viel überbrücken. Und wenn einem mal gar nichts mehr einfällt? Blackout? Kann passieren. Gut ist, ein paar Notfallfragen im Hinterkopf zu haben. Vielleicht etwas Allgemeines zur Kultur. Was lieben Sie besonders an Ihrer Kultur? Oder gibt es eine Tradition, die Sie gerne mögen? Gute Idee. Und am Ende nicht einfach verschwinden, oder? Nein. Ein freundlicher Abschluss ist wichtig. Sich bedanken für das Gespräch, vielleicht vorschlagen, in Kontakt zu bleiben, wenn es gepasst hat. Das klingt alles sehr machbar, Schritt für Schritt. Ein Punkt ist aber noch offen. Was passiert nach dem Gespräch? Die Reflexion. Warum ist die eigentlich so wichtig? Weil das der Moment ist, wo das eigentliche Lernen oft stattfindet. Wenn du dir kurz Zeit nimmst und überlegst, was lief denn gut? Sich selbst auch mal loben für kleine Erfolge? Unbedingt. Das stärkt das Selbstvertrauen enorm. Und dann natürlich auch, was hätte besser laufen können? Wo habe ich mich unsicher gefühlt? Und was mache ich dann mit dieser Erkenntnis? Handeln. Wenn du ein Wort nicht kanntest, schlag es nach, schreib es dir auf. Wenn du gemerkt hast, die Aussprache von TH im Englischen ist schwierig, dann üb genau das. Such dir vielleicht gezielt Übungen dazu. Also die Reflexion nutzen, um gezielt Lücken zu schließen? Genau, die Analyse betont ja auch, wie das den Lernprozess beschleunigt, es macht ihn bewusster und jedes reflektierte Gespräch, auch wenn es kurz war oder nicht perfekt lief, ist ein Baustein für mehr Selbstvertrauen beim nächsten Mal. Man wird quasi mit jeder Interaktion ein kleines bisschen besser und mutiger. So ist es. Und man kann die Komplexität ja langsam steigern. Super. Also fassen wir mal zusammen, was das jetzt alles für dich als Sprachlernerin oder Sprachlerner bedeutet. Es bedeutet, du hast wirklich Werkzeuge an der Hand. Ja, mit guter Vorbereitung, sprachlich und mental, mit kulturellem Feingefühl, mit ein paar smarten Gesprächsstrategien und dieser wichtigen Reflexion danach Kannst du diese Situationen, die vielleicht erstmal einschüchternd wirken, in wirklich bereichernde Erfahrungen verwandeln. Genau. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, Verbindungen zu knüpfen und dabei zu lernen. So ein Gespräch führst, achte doch mal nicht nur darauf, wie sich deine Sprachkenntnisse verbessern, sondern auch darauf, wie diese Begegnung vielleicht deine Perspektive ein kleines bisschen verschiebt. Wie sie dein Verständnis von der Welt oder von anderen Kulturen oder sogar von dir selbst verändert. Welche unerwarteten Einsichten könntest du da vielleicht gewinnen? Ein schöner Gedanke zum Schluss. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like and share with your friends.